Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, wo wir letzte Folge ja die Szene hatten, wo unsere Krawatte uns fast umgebracht hätte. Naja, nicht ganz, aber ich bin prinzipiell sehr großer Fan von der Krawatte und Vorsicht, Cam. Hi. Ich habe die Krawatte. Ich habe sie mir zum Geburtstag schenken lassen von Freunden. Und ich bin sehr großer Fan davon, dass man die Krawatte einfach im Shop kaufen kann zum Spiel. Ich finde das extrem großartig. Liebe alles daran. Ich werde sie einfach Weihnachten bei meinen Eltern tragen. Finde ich fantastisch. So, genug davon. Weg mit der Krawatte. Einmal vernünftig hinsetzen. Und dann würde ich, bevor wir rausgehen und den Müllcontainer plündern, vielleicht erstmal mit dem Koch, glaube ich, sprechen. Oh, wir nehmen irgendwas wahr. Oh, wir nehmen nichts mehr wahr? Wir nehmen doch was wahr. Der Geruch von Gewürzen, Alkohol und Tomaten hängt in der Luft. Klingt nach einer guten Pizza. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Okay, eine blau lackierte Tür. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Du berührst die Tür. Du drückst gegen die Tür. Ich möchte wissen, wo diese Tür hinführt. Ich komme wieder. Merk dir meine Worte. Wir berühren die Tür. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Okay. Du drückst gegen die Tür. The door does not budge. Entschuldigung, ich möchte wissen, wo diese Tür hinführt. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Dieses Kobaltblau wirkt anziehend auf mich. Sie ist Teil des Whirling in Wracks. Irgendetwas in diesem Hostel hat mein Interesse geweckt. Außer Betrieb. Vielleicht finden wir etwas, das für die Ermittlung relevant ist. Ja, Sie haben recht, es ist unwichtig. Gehen wir. Nein, es ist nicht unwichtig. Also, es ist wahrscheinlich total unwichtig, aber... Dieses Kobaltblau wirkt anziehend auf mich. It is quite pretty. I suppose we could look into it as a side investigation. Ja, eine Mini-Nebenermittlung. Nein, die Tür ist eine Mega-Ermittlung. Die Tür und die eigentliche Ermittlung werden zu einer Stereo-Ermittlung verschmelzen. Ja, sie wird zu einer Stereo-Ermittlung verschmelzen. If you say so, Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Oh nein, wir müssen Guard fragen. Ja, später vielleicht. Die Geheimgänge des Whirling. Im Whirling gibt es seltsame Türen. Niemand weiß, wohin sie führen. Verschaffe dir Zugang zu den geheimen Gängen und finde heraus, welche Geheimnisse diese vergessenen Winkel des Hostels bergen. Ich frage mich, ob es Quests gibt, die am Ende halt einfach nur, also wo sich rausstellt, ja, ist halt Bullshit, haben wir uns alles eingebildet. Oh, was haben wir da? Können einfach hier Geld mitnehmen, niemand interessiert das. Warum auch immer da Geld drin war. Okay, hi. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. Raucht in der Küche. Okay. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Goranci and Kubek. It must be his name. Goranci. Goranci Kubek. Sounds representative. Ach, Goranci. Ich habe Fragen an Sie. Herr
Quebec? Ich bin aufgrund offizieller Polizeiangelegenheiten hier. Guten Tag, haben Sie Zeit für ein paar Fragen? Normalerweise würde ich das dritte nehmen, aber ich bin mir gerade einfach nicht so sicher. Ist der Charakter so drauf? Ich glaube, der würde eher das nehmen. Ich habe Fragen an Sie, Gorancy. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. Wissen Sie, was sich hinter dieser Tür befindet? Du deutest auf die blaue Tür. Sie haben daher ein paar beeindruckende Töpfe. Das war dann wohl alles. Bleiben Sie männlich. Was ist das für ein Satz, Alter? Er weiß bestimmt, was sich hinter der Tür befindet. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Okay. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. Interessant. Sie haben immer noch ein paar sehr beeindruckende Töpfe. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Bing, bang, bang, bang. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Da steht überhaupt nichts auf dem Herd, oder? Also korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber das ist eine Pfanne und das war's. Aber gut, das war dann wohl alles. Bleiben Sie männlich. Yes? 42% Chance, Kim zu überzeugen, dass der Fall eine düstere, aber sexy Wendung hat. Nee. Braucht da mehr Chance zu. Ich will ihn wirklich überzeugen. Können wir... Okay, wir können da nicht durchgehen. Sag. Es ist 14 Uhr, der schläft immer noch. Nichts geht über Geld. Nur wer Geld ausgibt, kann auch Geld verdienen. Am Ende dreht sich alles nur ums Geld. Angeblich macht Geld allein nicht glücklich. Aber in Wirklichkeit heißt das nur, dass man nicht genug Geld hat. Man muss sein Geld geschickt investieren. Mit Geld kauft man Aktien. Und mit diesen Aktien kann man noch mehr Geld verdienen. So hat man dann genug, wenn man zu alt geworden ist, um neues Geld zu verdienen. Der Grundbesitz ist der Friedhof, auf dem müdes, altes Geld zur Ruhe kommt. Geld regiert die Welt. Buchstäblich. Die Gesetze des Geldes sind nichts weiter als Naturgesetze. Für unbezahlte Arbeit gibt es kein Geld. Es gibt nichts umsonst, auch Geld nicht. Beim Geld geht es um Zahlen. Geld ist eine Frage des Vertrauens. Nichts geht über Geld. Nur wer Geld ausgibt, kann auch Geld verdienen. Am Ende, okay, ich denke, jetzt wiederholt es sich. Okay, seltsamer Typ. The worker is in a deep slumber. +1 Krach im Gespräch mit Guard. Okay. There is only one way to wake this bone idol from his slumber. Roar like a hurricane. Rip the buildings from the earth. Wachen Sie auf, das ist ein Befehl, ich vertrete das Gesetz. Oder du gibst keine Worte von dir, nur einen Urschrei. Oh, das fühle ich viel mehr. Why the yelling man? Der Mann in den 30ern hebt langsam den Kopf und betrachtet dich nachdenklich. Looks like a Sow descendant. A lot of Sow dock workers around. Sie sind am Leben? Ich dachte schon, Sie hätten den Löffel abgegeben. Ich wollte nur sehen, was passiert, wenn ich brülle. Sie müssen sofort ein paar Fragen beantworten. Nein, wir gehen mit dem ersten. Wir wissen, wie er sich fühlt. Wir haben uns heute Morgen genauso gefühlt. Wait, what? No, he was just sleeping. What do you want, officer? Officer, even after a rude awakening, this dock worker respects the police more than they usually do at least. Ist in Ihrem Traum etwas Interessantes passiert?
Erzählen Sie mir von Wild Pines. Du zeigst auf die Aufschrift auf seinem Arbeiteranzug. Warum schlafen Sie hier, während die anderen da draußen streiken? Oh Gott, das ist so viel. Ich möchte es alles. Wir fangen einfach von oben an. Ist in Ihrem Traum etwas Interessantes passiert? Thank God, no. Haben Sie eine unergründliche Finsternis gesehen, in die wir auf unbestimmte Zeit überführt werden sollen, wie Leichen in einem Mausoleum? War es das reine Nichts und Ihr Bewusstsein darin nicht größer als ein Körnchen Gerstenmalz? Oh, das ist genau das, was wir am Anfang hatten. Sagen Sie mir, war seine Wonne frei von jemanden? Das ist alles, was wir am Anfang hatten. Wobei, der erste Text kommt mir nicht bekannt vor, aber die beiden hatten wir auf jeden Fall am Anfang. Ich gehe mal mit dem zweiten. War es das reine Nichts und Ihr Bewusstsein darin nicht größer als ein Grain of Malt? The worker stares at you, his eyes dry from sleep. A web of wrinkles covers his tanned forehead. I don't know what you're talking about, kind sir. But when I'm out, then I'm really out. No malt grains or whatever. No poetry stuff. Just quality time. Wir müssen ihm einfach so unfassbar auf den Sack gehen gerade. A little me time in the abyssal pelagic zone. You can never return to it now. Only detective work remains. Wakefulness and detection. Oh nein. Okay, erzählen Sie mir was von Wild Pines. That's the name of my employer. I work in logistics. He doesn't sound too enthusiastic about this. Und wie läuft das so? How's it going? Ja, steckt direkt an. Der Hafenarbeiter gähnt lange und starrt dann auf die Terrassentüren der Cafeteria. Auf dem Glas funkeln ein paar Fingerabdrücke. Haven't you noticed what's going on outside? Natürlich, ein totaler Affenzirkus. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Ich habe dieses Gebäude bisher fast überhaupt nicht verlassen. Ja, doch, wir waren schon draußen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt als Affenzirkus bezeichnen möchte. Weil eventuell stoßen wir ihn damit halt vor den Kopf. Andererseits ist er halt hier drin und pennt. Good. Then you understand the gist of it. We would all be better off without the employers and their employment. For one, I could get some goddamn shut-eye. Right to sleep, I say. Und warum schlafen Sie hier, während die anderen da draußen streiken? Nate got it. Majoret's got it. He's guarding the gate. I just getting some sleep. Or was. Und wer hat den Streik organisiert? We are. The workers. The union. We know what we need. What's right for us. Heißt das, es gibt keinen Anführer? Okay. I guess there's also Evrard. He's in charge of the union. He's smart. Knows how to negotiate. He's got our back. Ist das Ihre? Du zeigst auf die Flasche mit der Rumlache. Indeed. Help yourself to some. Wait. No. Oh, it's empty. Sorry about that, pal. Keine Sorge. Ich habe ihn schon probiert. Sehr gut herum. Knocks you right out when you drown a bottle or two. Entschuldigung, ich lasse Sie gleich wieder schlafen, aber was ist mit der Leiche im Hof? Yeah, what about it? Sie scheinen das gelassen zu sehen. Hängen hier oft Leichen in den Bäumen? You know, people die here every day. Someone's found in a ditch, another one falls in a manhole, a third one gets eaten by stray dogs.
If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? Jemand muss dazu Ermittlungen anstellen. Und es sieht so aus, als ob ich dieser jemand bin. Also sagen Sie mir, was Sie wissen. Tja, dann bringt es gar nichts, Sie nach der Leiche zu befragen. Ich habe aber noch andere Fragen. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Und vielleicht weiß er ja was. I can tell you this. Trouble's ahead. Was für Ärger denn? You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know, and I prefer to keep it this way. The lieutenant gives you a little nod, then makes a note in his blue notebook. So Union people think he was a killer, he thinks. Even Sleepyhair. This doesn't help a lot, but it's something. Good work, detective. Warte. Die Leute halten wen für einen Killer? Die Leiche, nehme ich an, ja? Na gut, dann lass ich sie mal schlafen. The dock worker doesn't answer. His head is already back down on the table, in sweet sleep. Okay. Der Gehängte, okay. Ich frage mich immer noch, warum hier ausgerechnet Oliver Rohrbeck sitzt und über Geld spricht, aber gut, sieht so aus, als kämen wir hier drin erstmal nicht weiter. Wir könnten ihn nach der blauen Tür fragen. Can I help you? Mir ist im Whirling noch eine Sache Another aufgefallen. thing. Great. I love those. Hinten in der Küche befindet sich eine geheimnisvolle blaue Stahltür. Oh, yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Wissen Sie, was sich dahinter befindet? Verfügen Sie über... No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a freight warehouse, probably. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. Er streift mit seinen Fingern über die Theke, um zu prüfen, ob sie staubig ist. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Ich glaube, Sie wüssten gerne, was sich dahinter befindet. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Yes? Okay, er hat keinen Schlüssel. Wir können es immer noch mit der Brechstange probieren, aber bei einer Stahltür sehe ich da wenig Chancen. Ich würde gerne nochmal hochgucken, einfach weil wir hier lange nicht waren. Ich denke nicht, dass hier irgendwas geht. The door is closed. Nee. Da gibt es scheinbar was Neues in unserem Zimmer. Außerdem bringen wir Kim gerade das erste Mal in unser Zimmer. Kim versucht, die zerstörte Badezimmertür zu ignorieren. Okay. Yes? The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. Ja, alles daran sieht furchtbar aus. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. Wait, wir können wirklich schlafen gehen? Ich will da nicht schlafen. Wir hatten hier gerade irgend so ein... Wir hatten hier so ein lila Dingsy.
Wir hatten eine Wahrnehmung. Shit. The fan stands still. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Ich möchte übrigens bitte, dass der Erzähler mein Leben kommentiert. Die Stimme ist einfach so großartig. Ich liebe alles daran. Okay, dann gehen wir wohl erstmal wieder raus zu den lauten Trompeten. Keine lauten Trompeten? Ah. Okay. Das ist das Logo der Stadtverwaltung von Riverscholl. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Du öffnest das Vorhängeschloss mit dem Schlüssel. With a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. Moment, hatte ich nicht gerade eine Eingebung, dass da etwas drin ist? There is, but you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid. Du öffnest den Deckel. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Du wirfst einen Blick unter die Kartons. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. Ugh. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing of note, however. Dann stochern wir mal in den Lumpen herum. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. Du greifst danach. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Der Lieutenant zieht einen schwarzen Plastikbeutel mit der Aufschrift Beweismaterial aus seiner Tasche. Du steckst die Hose in die Tüte. Guitar-marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Something slimy catches your eye. Du greifst danach. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. Du steckst das Shirt in die Tüte. This is a military-type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... Nur ein entsorgtes Geschirrtuch und eine Tasse, sonst nichts. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Ja, wir müssen die Kinder fragen, wer sie dorthin geworfen hat. Oder meinen Sie, dass vielleicht jemand aus dem Whirling in die Sache verwickelt sein könnte? Oder sagen wir einfach nur, okay. Nein, wir fragen mal, ob jemand aus dem Whirling in die Sache verwickelt sein könnte. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. Okay. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Die Tasse. Die Tasse hole ich mir auch. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron.
Ist das eine Antiquität? Only in its social sensibility. Du nimmst die Tasse. Der Lieutenant wirft einen flüchtigen Blick auf die Tasse, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder dem Müll You've widmet. acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. Wir durchsuchen nochmal die Essensreste. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels mostly. Unidentified sludge and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, Ich bin so froh, dass wir diese Handschuhe anhaben. nothing. It's nothing. Nothing more to see here. What's this? Was A denn? blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Das könnte unser Ausweis sein. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes. Written in a man's handwriting. Oh no. Ich habe da so eine Befürchtung. Officer, is that your paperwork? Nein, das kann nicht sein. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. Auf dem Brett klebt ein Blatt Papier in erbärmlichem If Zustand. you don't mind my asking, how could you have let your paperwork end up in the trash? Vermutlich hat es mir den Stil verhunzt. Das Ganze hat etwas Unheilvolles an sich. Vielleicht musste ich das Fallbuch verlieren, damit das große Blutvergießen beginnen kann. Ich denke, ich wollte kein Polizist mehr sein. Deshalb habe ich auch versucht, mein Bullenleben im Klo runterzuspülen. Ich wollte gerade lieber nicht darüber reden. Ich denke, ich wollte kein Polizist mehr sein. Well, His eyes express a rare condolence. Then he picks it up. lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries. Organized crime and the like. There might have been police secrets in your notes. Ich weiß nicht, Mann. Das klingt wie ein Befehl und Befehle befolge ich nicht. Nee, so sind wir überhaupt nicht drauf. Kim ist schon Best Buddy. Okay. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Some items, such as the ledger you found, are interactable. Go to your inventory Ja. and select the Interact tab to read your paperwork. Okay. The container sounds a muffled gong. Naja. Das klang nicht wie ein gedämpfter Gong. That's one thing off the list. I think we got it all. Ich möchte den Deckel nicht erneut öffnen. Obwohl. Doch schon. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Okay. The container sounds a muffled gong. Okay, wir haben interaktive Items. Was kann ich mit der Tasse machen? Diese Tasse mit kaputtem Henkel hat es irgendwie in den Müll des Whirling Wracks geschafft. Darauf ist ein Mensch samaranischer Abstammung zu sehen, der in einem Feld von Safranblumen herumtollt, mit hervorstehenden Zähnen und einem dümmlichen Grinsen im Gesicht. Es scheint sich um eine billige Kopie irgendeiner Antiquität aus der Kolonialzeit zu handeln. Okay, und wo ist das jetzt interaktiv? Drücke im Inventar auf Interagieren, um den Gegenstand zu untersuchen. It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Eigentlich kann man da schon eine ganze Menge herauslesen. Sieh dir bloß die vielen unterschiedlichen Elemente an. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed away mug that you dug out of the garbage? Die Tasse steht für Vorurteile. Ich werde sie als Beispiel dafür benutzen, wie man sich nicht verhalten sollte.
Ich werde sie jedem Händler, den ich finde, ins Gesicht halten und ihm sagen, Herr, das ist Ihre hirnverbrannte Ideologie. Die Tasse wird sich als nützlich erweisen. Indem ich sie anprangere, kann ich politisches Kapital schlagen und meine knallharte Geschäftemacherei, zum Beispiel via Betrug und Veruntreuung, verschleiern. Was? Was? Die Tasse hat im Müll nichts verloren. Ist doch bloß eine lustige Tasse. Wo ist denn heutzutage der Sinn für Humor geblieben? Ich tendiere zwischen 1 und 2. Also 1 ist das, was ich nehmen würde. 2 ist, glaube ich, eher das, was der Charakter gerade nehmen würde. Von daher... So again, you dug it out of the trash. Why? It wasn't going to offend anyone there. Why don't you just get back to your case? Fair point. Okay, beschädigtes Fallbuch. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Lieber cleaner als das, wofür er da ist. Ist da sonst noch etwas dran? There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. It's a metaphor for you. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Du begutachtest das Toilettenpapier. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Vielleicht ist es Küchenpapier. Das sieht ja genau gleich aus. If you want it to be kitchen tissue, it can be kitchen tissue. It's not though. It's toilet paper. Normalerweise würde ich es, also ich würde es sofort abziehen. Aber wir lassen es kleben. Stört ja keinen. Cool toilet paper. I mean kitchen tissue. It says, everyone look at me and my kitchen tissue covered cop ledger. I don't care. My ledger is droopy and it smells like a urinal. Wir untersuchen die Klammer. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. Du führst mit dem Finger über das Aluminium. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Lieutenant, ist dies eines der Hologrammwasserzeichen, die Sie erwähnt haben? What? Yes, halogen watermark used for adding information to RCM property. Interessant. Welche Art von Information? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. How many years you've been on the force, he's thinking. It'll have that. Okay, wie kann ich das lesen? Any capable light with the right wavelength will do. Wie zum Beispiel? All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. Oh, okay. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Das ist dann alles, danke. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand, it's a sorry sight. Wir riechen an dem Fallbuch. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. Ich liebe einfach diese Formulierung so sehr. Es ist einfach so großartig. Wir blättern durch die weißen Papiere. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages.
The paper itself is checkered, with faint red lines forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Was ist da drin? Worum geht es? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Sind 2 Fälle pro Woche eine gute Leistung, Lieutenant? Na, wenn wir sie abgeschlossen hätten, wahrscheinlich. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. 2 Fälle pro Woche scheint meine Belastung gewesen zu sein, Lieutenant. Ich weiß aber gar nicht genau, ob ich sie abgeschlossen habe. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Oh, alles gut. Ich habe bestimmt viele Fehler gemacht. It's okay. We all make mistakes. God knows I've made my share. He tries not to think of them. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Es wurde eine gewisse Namenskonvention erwähnt. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Oh je, und sie sind auch noch in Großbuchstaben geschrieben. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Gibt es noch mehr? Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the Ukar Parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Kim, in meinen Fällen scheint es eine Art Namenskonvention zu geben. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Ja, ganz genau. Good. That's a good one. But do you also use the titular? Na schön, anscheinend ja. Well, so do I. In our defense, officer, almost everyone in the RCM does. Okay, und warum? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Ich scheine einen Fall der Mörder mit den rechteckigen Kugeln genannt zu haben. Again, in your defense, I seem to have named one, the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Was ist mit ihm passiert? Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Ich finde Kim ein bisschen großartig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist halt einfach. Also, er kommt hier einfach her. Wir haben seit 3 Tagen einen Scheiß gemacht. Wir haben uns einfach nur volllaufen lassen und nicht an dem Fall gearbeitet. Oder zumindest offensichtlich nicht. Sind hardcore verkatert, riechen wahrscheinlich, als wären wir vor einer Woche überfahren worden.
Und er ist einfach super nett und verständnisvoll mit uns. Das haben wir nicht verdient. Ich muss einen offiziellen Fall eröffnen. Ist da noch irgendwo Platz? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Okay. Wir bringen den Fall zu Papier mit dem Kugelschreiber, den Lena uns gegeben hat. The tasks you've completed flow out of the kind green ape pen in a brash freehand similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. Du streichst die Aufgaben durch, die du bereits abgeschlossen hast. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Lieutenant, haben Sie unseren Fall zufällig bereits benannt? No, actually. Any ideas? Der Gehängte. Die Furien sind im Spiegel zu Hause. Die Abendsonne. Oder gequirlte Scheiße. Mir fällt keiner ein. Der Gehängte wäre zu einfach. Abendsonne sehe ich halt irgendwie nicht. Gequirlte Scheiße ist halt so, es sagt mir halt alles irgendwie nicht zu. Also am ehesten noch der Gehängte. Also die Abendsonne kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. So, keine Ahnung, wo das herkommt. Gequirlte Scheiße ist mir ein bisschen zu platt. Und ganz ehrlich, wir sind zu durch. Uns fällt keiner ein. Gerade. Nichts, wo wir sagen würden, das ist es. Vielleicht hat Kim eine Idee. Oh, well, then maybe I can suggest one. Ja, nur zu. The Hanged Man. He really likes that name. Der Name gefällt ihm sehr gut. Solider Name. Das ist doch idiotisch. Der Gehängte. Viel zu einfach. So richtig gibt mir das nichts. Are you sure? I think it's pretty serviceable. Ja, schon, aber mir gibt er irgendwie nichts. Okay then. The case doesn't need to have a name. It actually does. You've offended him. Okay, Kim, es tut mir leid. Lassen Sie uns den Fall nochmal benennen, okay? For inter-district cooperation, let's try one more time. What do you want to name it? Mir fällt immer noch keiner ein. Oh, well, then maybe I can suggest one. Lassen Sie mich raten, der Gehängte? Oh, that's actually what I was thinking. The Hanged Man. I like that. A good, strong name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it The Hanged Man. It's good we sorted this out. Okay, eigentlich wollte ich den Fall nicht so nennen und wollte nur mal gucken, was passiert und dachte, vielleicht schlägt Kim jetzt was anderes vor, weil wir ja gerade schon der Gehängte eigentlich gesagt haben, dass wir es nicht so cool finden, aber gut, dann heißt der Fall jetzt der Gehängte. Und hey, 30 Erfahrung. Wir haben offenbar ein Level-Up bekommen, wenn ich es richtig sehe. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Wir blättern nochmal durch die gelben Papiere. In the back, you see thin, translucent copier paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Welche Art von Formularen gibt es? 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Okay, wir gucken uns die 3 Dinge einfach mal an. A monetary penalization
ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. Euch ist schon völlig klar, dass wir jetzt irgendwen finden werden, dem wir ein Bußgeld aufdrücken, das er hoffentlich direkt bezahlt, und also an uns, und dann begleichen wir damit unsere Schulden im Whirling in Wracks. Das wird passieren. Oder wir scheißen einfach auf unsere Schulden. Das kann auch sein. Weiß ich noch nicht genau, aber okay, die Vorladung. These are quite sinister in turn. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Und die Leichenschau vor Ort? A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. Genug davon. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. Wir blättern erneut durch die Fallakten. Arson, petty theft, spousal abuse. Oh, okay. You Ja, don't nee. exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Wir sehen uns das Klemmbrett mal genauer an. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters RCM. Du schüttelst das Fallbuch. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Wir spähen hinein. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. Wie kann ich es öffnen? Das schließt das Thema ab. Nein, Moment. Wie war die Farbe doch gleich? Blue. The blue heart. Don't look into it. Okay. Aber wie kann ich das Fach öffnen? With your hands, U4-sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. Oh no. Wir haben Long Way Home. Das gibt -1 da drauf. Dang it. Aber kann ich jetzt die Fallakten lesen? Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB 41, then date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120111700, the next world mural. Moment mal. HDB 41? Waren das nicht Officer und Revier? Why, yes, your precinct number is 41. Und HDB? Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Horace Debbie Beringer? Ram Dajan Bin Sakin? Das sind nicht meine Initialen, die geben mir nichts. Wow, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, in Wahrheit wolltest du RAC sagen. Raphael Ambrosius Cousteau. Sind wir noch auf dem Trip? Sind wir noch auf dem Trip? Ich finde es halt auch irgendwie so cool, weil es halt
so viele Möglichkeiten gibt, den Charakter halt im Spiel dann doch nochmal einen leicht anderen Twist zu geben, weil er ja auch ständig was Neues rausfindet, was ja auch sein Verhalten tendenziell ändern kann. Und das könnte jetzt halt, also es wäre jetzt halt schon legit, dass er anfängt, sich an irgendwas zu erinnern. Kann aber auch sein, dass er sich gar nicht erinnern will. Aber ich will mich erinnern. Ich will wissen, was hier abgeht. Verdammt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. I got nothing here either. Logic really isn't the best faculty to have this conversation with. But it's the one you got. So sorry. Großartig. Yeah, we're staying out of this business for now. HDB is bad news from yesteryear. It's shit, honcho. Wie lange dauert es, einen Fall zu lesen? It takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Where do you want to start? Ich werde nochmal darauf zurückkommen. Also, wir könnten jetzt 5 Fälle durchgehen und wahrscheinlich Ingame-Zeit totschlagen. Wobei ich will es halt einmal ausprobieren mit dem Wandbild der nächsten Welt. Einfach nur gucken, was passiert. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible, only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class." Okay. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Moment mal, finde ich jemals heraus, wer sich das ausgedacht hat? The case files do not show you finding the author of the design. Dann lesen wir mal weiter. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. Row 3? The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between 2 options. Das Wandbild entfernen, es ist falsch. Oder das Wandbild behalten, es ist richtig. Also ganz ehrlich, ich will das behalten. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority. And that love truly is possible in the next world, for new people. And it is too late for us. Jetzt bleibt nur noch Verwüstung über die Mittelschicht zu bringen. Die Mittelschicht ist nicht schuld. Das ist die menschliche Natur. Finde ich gut, aber können wir nicht stattdessen andere Nationen verwüsten? Ich muss wohl für eine Entfernung gestimmt und möglicherweise sogar Lobbyarbeit dafür betrieben haben. Ich glaube nämlich kein bisschen an diesen Müll. Nein, jetzt bleibt uns nur noch Verwüstung über die Mittelschicht zu bringen. In any case, it appears to have been a rare case of civil activity in the quarter. And agreement as well. What do you want to tackle next? Danke, ich bin damit erstmal zufrieden. Wir haben auf jeden Fall... Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard.
auf jeden Fall erstmal eine Menge Zeit verbracht damit. Wir stecken das Fallbuch mal ein. Wir gucken da gleich nochmal drauf. Wir können aber eine Menge Sachen machen. Wir können nämlich einmal Punkte ausgeben, also einen Punkt. Innenleben ist schon auf 6, ne? Elektrochemie. Und wir könnten ein bisschen Gewandtheit gebrauchen. Wir sind halt so ein richtiger Lappen, ne? Ich finde aber Shiver auch geil. Werde eins mit der Stadt. Suggestion ist aber auch nice. Ganz ehrlich, verbinde dich mit dem 41. Revier. Fühle ich halt nicht so, um ehrlich zu sein. Die halten uns halt alle für Scheiße. Sehe ich halt nicht. Erkenne die Kunst in der Welt. Okay. Gehen wir mal nicht danach, was ich cool finden würde, sondern gehen wir mal danach, wo ich den Charakter gerade eher sehe. Lass den Körper die Kontrolle übernehmen, drohe den Leuten. Nicht unbedingt. Schüchtere Bürger ein. Sehe ich ihn auch nicht unbedingt. Ich sehe ihn ein bisschen bei Schmerzgrenze. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht bei Auge-Hand-Koordination. So gar nicht. So leid es mir tut, halt einfach nein. So allmählich kommen wir ein bisschen besser klar. Genieße gesunde Organe? Nein, das tun wir definitiv nicht. Also wir sind inzwischen nicht mehr so hardcore verkatert, würde ich sagen. Also der Kater lässt vielleicht so ein bisschen nach, deswegen vielleicht entweder Ausdauer oder Schmerzgrenze. Ich denke nicht, dass wir Mann und Frau verzücken. Nein, nicht so, wie wir aussehen. Sind wir empathisch? Ich glaube, wir kriegen eher ein bisschen mehr Willenskraft. Wobei, nein. Nein, definitiv nein. Definitiv nein. Ich meine, wir können auch noch einen Punkt in Innenleben stecken, ne? Ich glaube, wir haben eher gerade eine ganze Menge Probleme mit uns selbst. Lonesome, long way home. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox, 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Okay. Ich finde die Zeichnung total cool. Nicht unbedingt den Stil, aber das Motiv. Lerngrenze für Wahrnehmung auf 5 erhöht. Speed gewährt plus 1 Psy. Das ist
komisch übersetzt oder auch nicht übersetzt, aber okay. Oder, Moment. Ist mit Speed die Droge gemeint? Egal, wir nehmen es an. So, da wir das jetzt gerade... Das andere können wir alles noch nicht, ne? Wir haben noch keine neuen Gedanken. Okay, da wir darüber jetzt nicht mehr nachdenken, haben wir eventuell nicht mehr den Malus, wenn wir das Fach aufmachen wollen. In the trash, a cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Ich weiß, wir hatten den Text schon, aber ich höre den Sprecher einfach so gern. Oh, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to the back. Okay, wir haben das trotzdem noch, einfach weil es halt quasi ausgerüstet ist. Ich dachte, es geht vielleicht weg, wenn wir nicht mehr aktiv drüber nachdenken müssen. Aber ja, okay, probieren wir das Ding aufzukriegen. Was sollen wir denn halt machen? Is not what you end up doing. You squeeze the plastic to slide it open, but nothing happens. Then you bend it some. Then crack it. The goddamn thing is stuck. The ledger quivers in your hand. As it shakes, the pages rustle. This pathetic mess suddenly afraid of you for some reason. Okay, dann stecken wir das Fallbuch mal wieder ein. Okay, wir können prinzipiell jetzt mit den Riechsalzen mal... es hat angefangen zu regnen. Wir stehen hier draußen im Regen in der Nähe einer Leiche und ein zugedröhntes Kind wirft Steine auf eine Leiche. Unter der Leiche liegt unsere Kotze. Und irgendwie müssen wir mit dem ganzen Scheiß fertig werden. Vielleicht tun wir das in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.